Dearest Homs and Nopon representatives, my humble gratitude for accepting our invitation. I am Kallian Antiqua, Regent of the High Entia. We all know who you are. You High Entia have kept yourselves safe, remaining spectators to our destruction. Why call upon us now? As stated in my invitation, it is our intention to form an allied force from the peoples of Bionis, with which we will confront MECHONIS. Look at you. One little scratch and you're already crying for help. I cannot deny this. The attack did serve as the catalyst, but the fact remains that things have changed. When we needed help at the Battle of Sword Valley, our cries were ignored. Give me one good reason why we should bother. I understand your anger. Our selfishness was inexcusable. However, please hear what I have to say. Listen to why our stance has changed. Stop talking if you like, but no promises we'll stick around to the end. We High Entia were mistaken. We believed that if we were attacked by the Mechon, our power alone could repel them. But a brave group of young heroes showed us the error of our ways. When the Mechon descended upon Erith Sea, SHULK fought with a courage I have never seen. I was most surprised to see that this group was comprised of different races. Homs, Nopon, High Entia, although different, they trusted one another as friends. As just one inhabitant of Bionis, I desired to... No, I felt compelled to become strong like them. Their strength came from the MONADO. Bravery only gets you so far in this world. Then you will not join us? Hold your horses, son. I said they didn't win with bravery alone, but they wouldn't have got far without it. All right. You can count on our help. The Nopon will join too. The Hum and Bird people are friends of the Nopon. We will fight together. Dixon, are you leaving? Yeah. It's just I felt this sudden pain in the neck. Is that your response? Don't go jumping the gun there, Prince. I'll leave the colony's forces with old Atharon here. You can use them however you want. I've got somewhere I need to be. Might I ask where? A battle's more than just a head-on assault. The sooner you realize that, the better. I better go and remind SHULK and all. So you know of their whereabouts? I told you. I've got a pretty good idea. Dixon! Yeah? If you should meet SHULK, What? I have something I want you to tell him. You want us to kill your son? That is no small request. There are hardly any of us Machina left on MECHONIS. Back when the Bionis and the MECHONIS were fighting, the Bionis almost completely wiped us out. I suppose the Bionis just didn't want us around. Lady Mayneth fought the Bionis for us. In the end, the two Titans wounded each other and entered a deep slumber. Who was Lady Mayneth? The creator of MECHONIS. You could say that she is the MECHONIS itself. You talk like you saw all this. Ain't this all just an ancient myth? I know I look young, but I'm actually quite old. I saw the whole thing with my own eyes. You can't be serious. The people of MECHONIS must have a longer lifespan. Just like we High Entia live far longer than Homs. I get that, but he can't have lived that long. But why do you want your son dead? From what you've told us, I would have thought you'd want us to destroy the Bionis rather than kill your own son. Egil was a brilliant young man. Clever, strong, and kind to the less able. But he never forgave the Bionis for what it did, and he swore to take revenge. So he wants to do to us what the Bionis did to the Machina? Correct. Egil is trying to eradicate all innocent life on Bionis. He has to be stopped. Didn't you ever try to stop him?
We tried once. A lot of people were killed. He's blinded by revenge. Even Lady Mayneth herself couldn't convince him to stop. Where is Egil now? Most likely the MECHONIS capital. He's trying to restore its former glory all by himself. I feel sorry for him. Oi! What are you talking about? Did you forget what he did to us? I haven't forgotten or forgiven. But Egil's clearly suffered a lot in his life. You don't feel any sympathy at all? All I know is, this stinks. Who cares what he's been through? Rhine! I understand about Egil. But why us? You should be aware that SHULK's sword, the MONADO, has the power to destroy MECHONIS weaponry. It's said that it was once the sword of the Bionis. Doesn't the very sight of it make you quiver? Zanza. Huh? Oh, just talking to myself. If you're gonna kill Egil, you'll need all of that sword's power. That's how strong Egil is. But enough talk. You must be tired. Take your time and think it over. Until the young lady's treatment is finished, feel free to spend time in our village. She has done well to survive such injury. What do you mean? Is she sick? Since you seem to have knowledge of Hom's medicine, I'll explain it like this. I'm afraid she's had several of her organs removed. Am I correct in assuming she was configured to operate inside a mechon? That's right. She has been transformed into a mecon's central nerve unit. Her blood can now circulate through a mecon's components. How? I believe her immune system is now configured for compatibility with the mechon. That's why her strength has depleted. But you can treat her, can't you? Please. Of course. Even as a Mechona doctor, I cannot turn a blind eye to this butchery. With our equipment, she will regain her strength, but she will be stuck with this body. I cannot restore her flesh and blood Hom's body. That's okay. I don't want to be a burden to SHULK. I don't care if I have a machine body. Just make it so I can fight beside him. Fiora, leave it to me. If that is your wish, I'll do my best. I must implant a new circulation system for her immune functions. But we have one problem. A problem? I don't have a piezoelectric unit, which is required to control such a system. As long as she remains on this bed, the life support machine can compensate. But to move around freely, she must have the piezoelectric unit. The same unit is used in Mechon, so if you were to find some Mechon parts... But where? Well, outside of the village at the base of Digit 5, there's a beach. Debris from above washes ashore there. You might be able to find one among the Mechon wreckage. We'll take a look. The beach at the base of Digit 5, right? Yes. It gives off a faint red glow, so it might be easier to find at night. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. WTF, einfach 10 Minuten Story. Richtig Story-Sequenzen und alles. Wie gut ist dieses Spiel, bitte? Und die Sequenzen sind auch noch heftig. Eieiei. Das ist so geil, dieses Spiel. So, Voltaik. Habt ihr einen Augenblick Zeit? Ich benötige eure Hilfe. Wir sind hier täglich zahlreichen Angriffen der Mechon ausgeliefert. Okay, ja. Aus diesem Grund nehme ich wir die Verletzten auch zu uns auf. Uns gehen langsam die Medizinvorräte aus. Wir könnten Medizin herstellen, aber dafür fehlen uns Zutaten. Wenn uns doch jemand helfen würde, die Zutaten zu sammeln. Krabbelmoos. Ja, okay, brauche ich noch 2 Stück. Schade, habe ich nicht. Schade. Hätte ich gern gehabt, aber okay. So. Und dann
Können wir noch mit ihm sprechen? Miqol. Wir befassen uns später mit das Mädchen hat Priorität. Lena ist eine hervorragende Ärztin. So, hier ist noch Junks Besatzung. Hier steht aber noch Silex. So. Wir werden auf jeden Fall hardcore die Mission machen. Und, ihr habt ja gesehen, Allied Forces, ja, die Vereinigten Streitkräfte von Bionis. Es wäre nicht schlecht, jetzt auch, hier ihr seht Festung Galahad, sollten wir unbedingt hingehen. Auf jeden Fall. Tief in der Festung, da kann ich hinreisen? Ah, ja. Ich dachte schon, wäre ein bisschen weird, wenn ich da hinreisen könnte. Aber ich könnte hier hinreisen zur Festung Galahad wieder. Auch zum Sword Valley. Und das sollte man jetzt auch unbedingt die nächste Zeit machen. Denn diese Sequenz mit den Allied Forces ist jetzt die vorletzte Warnung. Ne, eigentlich die letzte Warnung, glaube ich sogar. Oder die vorletzte Warnung, irgendwie sowas. Und ja. Ich sag auch noch nicht so viel, weil, ja, ne? Ich will nicht zu viel spoilern. So. Wo haben wir denn hier noch die ganzen Leute? Shulks, mit die habe ich schon geredet. Mit die habe ich auch schon geredet. Mit dem Typen da oben habe ich geredet. Hier, das war der Katzat, ja. Wo bist du? Fronik, habe ich mit dir schon geredet? Nee, habe ich nicht, okay. Habe ich mit dir schon geredet? Welcome. So, dann ist hier dieser Typ, der nur ans Sterben. Begräbnisse machen Spaß. Juhu. Ja, eins. Ja, dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Harmonie. Und jetzt zeige ich euch mal gerne etwas. Und zwar das Harmoniediagramm von Verborgenen Dorf. Und hier sehen wir jetzt irgendwo Miqol. Der Gute. Wo sitzt denn der? Kuforia, Rox, Eis. Bist du Miqol? Wo ist denn, okay, es steht nicht hier. Also der Typ ist nicht hier aufgelöst, Miqol. Auf jeden Fall. Info. Oh Leute, hier steht auch, was die zu tauschen haben. Was? Das ist ja ultra geil. Bitte. Das ist ja ultra... What? Kann ich den verfolgen? Hä? Da unten? Harmonie der Gruppe? Hä? Y, Bewohner? Ah, okay. R, Verfolgung? Ne. Ich kann... What? Bitte was? Wie geil ist das denn bitte? Verfolgung beenden. Lol. Okay. Es ist auf jeden Fall nur eine Side-Info. Miqol ist 9857 Jahre alt oder sowas in die Richtung. Das ist einfach absolut crazy. Das konnte man... Ich weiß nicht, wo man es damals sehen konnte, aber man konnte es irgendwo sehen, das Alter von dem Typen. Und das ist halt richtig crazy einfach nur. Was ich jetzt gerne noch gucken würde, ist die Sammel-Items, Kollektion. Können wir mal hier gucken. Hier ist alles fertig, ne? Jo, Bergwalag ist egal. Hier gefallene Arm, Goldrübe, weiße Pflaume, Eiskiwi, Würzpapaya, Fliegenmango. So. Kühlung 3, sehr schön. Können wir gut benutzen. Ein Glotzpinguin, Dunkelfisch, jo. Giftkoralle,
Pseudogift, Efeu und Bernsteinblatt. Jo. Können wir alles benutzen. Brandschutz 4, nice. Digitalfilament und eine Warnlampe. Die brauchen wir übrigens auch sehr oft. Physische Abwehr 4, nice. Sommerstern. Okay. Nee, was mir gerade wichtig ist, kann ich das denn nochmal nachgucken? Ich glaube Gebietsliste, oder? Nee, Missionsbuch. Ja, Wiederaufbauinfos. So, 3, also wir brauchen noch 2 Pony-Hufstempel, die Warnlampen, Retrodiode und seidiger Wolfpelz. Ja, Zangerfäden brauchen wir noch ein bisschen. Lachsfischmehl haben wir. Saurrübe, Moosblech, Raubseidenfaden, Igler, Lichtstachel, Öl aus der weiße Pflaume, Zellular. Okay, das ist sowieso erst später das hier. Aber die könnten wir, also hier könnten wir schon mal Sachen sammeln für. Zum Beispiel die hier. Oh, ich glaube, Ricky hat die gekillt. Oh, Hufstempel. Kann ich? Oh. Kann ich überall Verfolgung eigentlich auch einstellen? Fioras Behandlung, ja, das ist eine Hauptmission. Wiederaufbauinfos. Ich kann die nicht verfolgen. Kann ich die übers Item-Menü verfolgen? Die Items? Nee, schade, das geht nicht. Als Favorit setzen, das geht auch. Okay, krass. Kann ich das denn machen? Ah, hier geht's nicht. Schade. Okay. Okay, schade. Ich dachte, man könnte auch so einzelne Items einfach suchen. So Sammel-Items. Alter, das wäre ja mega geil. Das wäre sehr geil. Ei. So, jetzt kommt wieder die normale Musik. Da unten müsste übrigens noch ein Boss sein. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber da unten müsste ein Boss sein. Bam. Fleischiges Fleisch, naja. Wir müssten mal die, wie sieht's aus mit der Harmonie? Ja, wir müssten eigentlich Melia auch mal, ne? Ich hätte gern Fiora auch dabei. Wir haben aktuell nur Shulk, Ryan und ja. Ja, dann bleiben wir bei Dummen, Ricky und Melia, ne? Ich meine, was will ich anders machen? So, komm mal her. Ich kann ihn leider nicht umwerfen. Oh ja, komm hier. Bam. Und umgeworfen. Ja, nice. Moin. Kleines Misty Glücksschmetter. Die greife ich an, weil wir die brauchen. So, komm. Und Ricky killt einfach.
nice. Hufstempel, sehr gut. Und kriegen wir hier vom Schmetter auch? Schmetterpigment, yes. Brauchen wir. 5 Stück oder so, ne? Ne, 2, okay. Gut, 2. Ist auch gut. Kann ich mit leben. Wichtig ist, dass wir die überhaupt bekommen. Breiges Sekret und hier auch nochmal, oder was? Hufstempel, nice. So, da oben müsste ein Boss sein, der sehr stark ist. Ob wir den down kriegen, weiß ich nicht. Ja, Level 80. Alles klar, Level 80. Komm. Bam! Umgeworfen alle. Komm, wir machen direkt das hier. Oh ja. Ich glaube, das wird richtig Damage machen. Let's go. Bam. Bam. Jo, nice. Und den Damage Maximum. Bam. Nice. Aha, nice. Ein paar Zangerfäden hier. Zangerfäden, sehr gut. Und noch einer. Wir brauchen noch ein paar. Oh, der Glücksmeter kommt auch direkt mit. Blossom Dance. Und jetzt. Und wir sind wieder aufgeladen. Schei. Habe ich nicht gesehen, schade. Bam, schade. Ricky may well be the softest of all Nopon. Ricky suddenly feel afraid. Ricky suddenly feel afraid. Well, Misty. Bam. I was born ready. Oh, da haben wir das Pigment. Mächtiger Eligos. Oh yeah. Den sollte man mit Level 80 bekämpfen. Nicht mit Level 76 oder so. Weil der Typ kann brutale Pheromone machen und sein Level um 4 steigern. Das ist ziemlich heftig. So. Den Ort haben wir erkundet, ne? Das ist der MECHONIS Daumen. Genau, okay. So. Hier hinten, was ist das hier? Was ist das hier? Ach, hier ist ein Prototyp, lol. Wir bräuchten eigentlich auch SHULK, ne? Wir haben Melia theoretisch. Wir könnten auch Melia spielen. Hier kommen jetzt Mechons. Hier nehme ich tatsächlich dann SHULK rein. Für die Power of this MONADO. Wie sieht es eigentlich mit den Talentbäumen aus? Ich glaube, bei Ricky habe ich aus Versehen noch. Ja, den alten drin. Damit ist richtig. Bei ihr auch. Bei ihm auch. Okay. Talentverknüpfung, glaube ich, können wir aktuell nichts machen. Die Ätherkraft, naja.
Oh, TP-Bonus. Das ist nice. Aber... Ja, komm. Gönnen wir einfach mal rein. Könnten wir das bei überall machen? Hat jemand noch Ricky? Ah, ja, hier, Dummen. Gönn dir. Sie auch. Und Ryan hat noch nicht. Okay. So, Monado rausholen und Damage machen. Komm, umwerfen. Ja, nice. So, down. Okay, find item. Nice. Let's press on. Oh, uralter Rahmen, nice. Ah, jetzt hat sich natürlich genau umgedreht. Komm schon, stirb du Missvieh. So, dich mach ich auch platt. Ricky macht so einen heftigen Damage. Komm schon, noch ein alter Rahmen. Ne, uralte Zündkerze, aber brauchen wir eh. Alles gut. Hier oben waren wir. Oh, die Musik ist heftig. So heftig. Boah, Ricky! 29.000 Damage. Damage. Woohoo! Ricky Burning. Wo ist ein anderer? Da. Uralte Kurbel, okay, brauchen wir auch. Und noch eine Kurbel. Naja. So, die Koriantekabel, die brauchen wir auch. Und da, du Missy. Ah. Und down. Moos, Krabbel, Shampoo. Ach, das sind die falschen, ne? Ich muss an den einen Strand zurück, ne? Das kann natürlich sein. Ja, okay, ist nicht schlimm. Diese Musik ist einfach zu heftig. Sie ist einfach zu heftig.
So, wir sind jetzt hier und wir müssen jetzt hier, glaube ich, schwimmen. Schwimmen. Durch diesen Kanal hier. Es gibt aber irgendwo noch ein Secret. Ah, das kommt da hinten. Okay. Und es ist schon wieder mal 30 Minuten Zeit. Na, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.